Hallöchen ihr Lieben, wir machen heute Zitronen-Cheesecake-Lets oder Zitronen-Cheesecake-Törtchen aus dem Kühlschrank, nicht aus dem Ofen. Für die Cheesecake-Lets brauchen wir zuerst einen Boden und der besteht aus 210 Gramm gemahlenen Mandeln, 3 Esslöffel Allulose oder auch Erythrit, eine Prise Salz, 80 Gramm Butter und eine Messerspitze Vanille. Und da mischst du jetzt erstmal die Mandeln, also alle trockenen Zutaten, einfach gut zusammen. Währenddessen kannst du die Butter schon mal schmelzen, entweder in einem Topf oder in der Mikrowelle. Und dann gibst du die Butter einfach zu den trockenen Zutaten und mischt so lange, bis sich das alles gut verbunden hat und eine Masse entstanden ist, mit der wir unseren Boden machen können. Oder unsere Böden. Und für die Törtchen habe ich heute Dessertringe verwendet, 6 Stück insgesamt, und die habe ich erstmal ausgebuttert, damit es vielleicht hinterher etwas besser rausgeht. Hat dann nicht ganz so gut geklappt, das kann ich schon mal sagen, aber trotzdem sind die Törtchen am Ende super geworden. Ja, und da gibst du erstmal den Boden rein, ich habe so 2 Esslöffel reingemacht und dann haben unsere Dessertringe so einen Stampfer oder so eine Platte mit dabei, wo ich den Boden dann schön runterdrücken konnte. Habe ich gemacht, bis der dann richtig schön glatt war, und das habe ich mit allen Tortenringen gemacht. Ich muss nur sagen, die Menge, die du hier siehst jetzt im Video, ist etwas weniger als das, was ich dir gerade sage oder was du dann noch im Blogartikel lesen kannst. Den Artikel findest du übrigens unten in der Infobox verlinkt. Dann brauchen wir noch eine Füllung. Und zwar haben wir eine Zitronenmasse gemacht aus Lemon Curd. Den haben wir schon mal gemacht. Schau mal da oben über dem i. Da findest du den verlinkt. Das waren so 100 Gramm Lemon Curd. Dann brauchst du 460 Gramm Frischkäse. Wir haben dann noch 60 Gramm Erythrit mit rein, etwas Monk Fruit, 60 Gramm saure Sahne und 80 Milliliter normale Sahne. Die schlägst du erstmal steif. Du stellst sie beiseite. Und dann tust du den Frischkäse zusammen mit dem Erythrit erstmal aufschlagen. Dass sich das gut vermischt, gibst ein bisschen Vanille dazu für den Geschmack, rührst es auch nochmal ein. Und dann kommt der Lemon Curd hinzu, das verrührst du auch nochmal. Und als Tipp, wenn du jetzt Angst hast, dass dir das Ganze davonläuft, dann kannst du noch etwas Cognacmehl mit reintun, so 2, 3 Messerspitzen, weil das hilft, das Ganze nochmal zu binden. Und wenn du möchtest, kannst du auch noch an die Sahne etwas Cognacmehl rantun. Das ist dann ein guter Ersatz für Sahnestein. Wenn du das dann alles schön zusammengemischt hast, dann holst du deine Böden wieder aus dem Kühlschrank. Die haben wir nämlich vorher mal kurz da reingestellt, damit die fest werden, gibst in jedes Förmchen was von der Füllung und drückst es auch wieder fest, und dann tun wir das wieder ab in den Kühlschrank für mindestens 4 Stunden. Am besten ist aber über Nacht, damit die richtig gut fest werden, und dann kannst du sie am Ende noch dekorieren mit Zitronenscheiben und noch mit ein paar Zitronenzesten, und dann sehen die so aus, und die waren super lecker. Und meine Schwester, die keine Zitronentörtchen mag, hat gesagt, die sind auch super lecker. Also wenn du sie ausprobiert hast, schreib's in die Kommentare, wie sie dir geschmeckt haben. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder.